Boah, da sägst du einen ab. Schon ganz schön mühevoll, wenn man hier so 20 Rundstäbe, die man eingelassen hat, absägen muss mit der Hand. Aber das geht doch bestimmt auch einfacher. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir schauen uns heute nochmal hier eine andere Fräsvorrichtung an, um solche Rundstäbe, eingelassene Rundstäbe oder eingelassenes Holz allgemein ganz einfach mit der Oberfräse abzufräsen. Leute, wie macht ihr das da draußen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Ich schätze, die meisten nehmen hier einfach eine Japansäge und setzen das Ganze an und sägen es schön ab. Das ist bei kleinen Dübeln überhaupt kein Problem, das kann ich mal schnell machen, da bin ich in einer Sekunde durch, überhaupt kein Problem. Aber was ist, wenn ihr hier so ein 35er, 40er Rundmaterial irgendwo eingelassen habt und das Ganze hier in Buche auch noch absägen müsst und ihr davon 20 Stück habt? Ihr sägt euch ja da hier einen mit der Handsäge ab. Deshalb wollen wir uns das Ganze ja ein bisschen erleichtern. Das wird heute echt ein kurzes Video, denn wir bauen uns nur 3 kleine, ganz einfach gebaute und billige, aus Restholz hergestellten Fräsvorrichtungen für die Oberfräse, damit wir sowas ganz einfach abfräsen können. Material braucht man nicht wirklich viel dazu, ist alles Restholz bei mir. Ich verwende hier Multiplex hier, 15 mm stark habe ich das hier verwendet und noch einen Rundstab als Griff. Da könnt ihr natürlich auch nehmen, was ihr wollt. Und diese Sachen sind jetzt hier in ein paar Minuten sind die gebaut und schon können wir hier solche Rundhölzer richtig cool abfräsen. Ich würde sagen, schaut einfach zu, die Erklärung kommt am Schluss und ich zeige es natürlich, wie es auch funktioniert. So, das ging jetzt super schnell. Wir haben das Ganze innerhalb von ein paar Minuten gebaut und natürlich will ich jetzt euch nicht vorenthalten, wie das Ganze funktioniert und wie ihr das Ganze einstellen könnt. Ich habe jetzt eine Vorrichtung mehr gebaut. Ich erkläre sie euch mal ganz kurz. Hier habe ich einen größeren Winkel gewählt, hier, dass ich dann besser reinkomme hier teilweise. Oder wenn die Objekte doch größer sind, komme ich einfach zum Fräsen besser rein hier.
Ich habe hier dann hier mit dem 45 Grad Winkel noch eins gemacht hier und ich habe noch ein eckiges gemacht hier. Da könnt ihr auch diese 3 Löcher verwenden. Diese 2 gehen aber auch ganz gut, hält auch ganz gut an der Fräse und das werde ich auch noch erklären, weil da kann ich nämlich ein bisschen so um die Ecke noch rumfräsen hier. Da habe ich jetzt keinen Griff dran gemacht an dem hier, aber um hier eine bessere Auflagefläche zu haben, wenn ich auf dem Werkstück ansetze und die Fräse hier habe, habe ich hier einfach mehr einen größeren Winkel, um das Ganze dann hier abzufräsen. Um das Ganze richtig einzustellen, ist es auch total einfach. Ihr braucht einfach nur einen Winkel. Den Winkel legt ihr einfach dann praktisch dahin, setzt eure Fräse auf die richtige Höhe und schaut, dass ihr einfach nicht hier, dass der Fräser dann hier nicht anstößt. Und gut ist. Dann habt ihr es richtig eingestellt. Lieber lasst da ein Zehntel mehr Luft drin. Das Zehntel kann man auch noch abschleifen. Das ist kein Stress, bevor ihr zu tief seid und das andere Werkstück damit kaputt macht. Also ein Zehntel vielleicht mehr Luft lassen. Ich habe da jetzt mal hier ein bisschen was vorbereitet zur Simulation und das war nämlich jetzt einmal die 45 Grad und einmal den größeren Winkel einfach und ich habe da mal ein paar Dübel rein und ein paar Rundhölzer rein gemacht hier und die wollen wir jetzt einfach mal schön eben abfräsen hier. Das, wie gesagt, ist ja überhaupt kein Problem mit der Säge zu machen, wollen wir aber trotzdem mal fräsen, um zu schauen, wie gut es funktioniert. Jetzt schaut euch mal das erste an, also es ist wirklich super perfekt hier abgefräst. Jetzt werden wir noch mal gleich mal ein bisschen drüber schleifen und schon ist gut. Hier war es schlecht gebohrt, das ist aber meine Schuld. Also hat doch schon mal top funktioniert. Jetzt müssen wir den großen hier wegmachen. Den großen schaffe ich jetzt aber nicht mehr mit diesem 45 Grad Winkel. Da tue ich mir ein bisschen schwer, weil dann komme ich nicht mehr richtig vernünftig hin. Deshalb habe ich ja diesen anderen hier gebaut hier mit einem größeren Winkel, größere Öffnung hier. Und da komme ich dann besser hin zum Fräsen, denn da bleiben dann die Ecken nicht ganz so hängen und so kann ich mich dann vorarbeiten, dass wir das Ganze dann auch abgefräst bekommen. Ich kann es euch nur empfehlen mit dieser Verlängerung hier ein bisschen. Ich habe hier 20 cm circa und dann habt ihr eine bessere Auflagefläche und könnt die Fräse hier einfach angenehmer führen. Schaut, es ist wirklich super schnell gefräst hier. Einmal kurz drüber fräsen, fertig. Und vor allem, wenn ihr eine schöne Auflagefläche habt hier und nicht, da könnt ihr auch nicht rumkippeln hier mit der Fräse. Und dann passiert auch nichts, dass ihr hier ins Außenholz hier reinfräst. Das kann ja mit der Säge vorkommen, wenn man es nicht richtig macht, hier nicht vernünftig. Dann kann man hier reinsägen und hat dann hier einen Schaden drin. Passiert hier natürlich nicht, wenn ihr richtig aufsetzt. Und es ist wirklich super schnell. Gerade bei 20 solche Teile zum Einlassen hier irgendwo und es zum Absägen, da säge ich mir ja einen Wolf hier und ist wirklich super schnell. So, und jetzt fragt ihr euch, wozu dieses Eckige hier ist. Ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel Zinken habt oder sonst irgendwas habt, wo ihr ein bisschen mehr um die Ecke rum müsst, dann ist das hier besser, denn ihr kommt damit, wenn ihr das Ganze hier nämlich macht, kommt ihr das Ganze nämlich auch um die Ecke hier rum. Deshalb ist es hier mit dem Fräsen auch einfacher und das wollen wir jetzt natürlich auch mal machen. Ups, hier war ich zu lang an einer Stelle. Aber ihr seht, wir kommen hier einfacher wirklich um die Ecke rum hier, wenn wir dann hier was machen wollen. Zum Beispiel, wie gesagt, bei Zinken oder so. Und schon haben wir das Ganze auch abgefräst. Und schon haben wir hier einen richtig vernünftigen, sauberen Abschluss hier. Und das Ganze einfach nur mit der Fräse. Echt easy.
So meine Lieben, wie findet ihr diese Fräsvorrichtungen? Also ich finde sie ganz cool. Ja, ich weiß, man kann das Ganze auch mit der Säge hier weiterhin machen. Ist auch überhaupt kein Problem. Kleine Dübel werde ich wahrscheinlich auch damit weiterhin machen. Aber es ist halt einfach eine Arbeitserleichterung, wenn man einfach jetzt mehr eingelassenes Holz hat oder so Zinken hat, um das Ganze schön gerade abzusägen. Ja, es ist teilweise ein bisschen nervig, hier diese Zinken dann einzeln abzusägen. Und hier kann ich einfach mal schnell mit der Fräse drüber gehen und es funktioniert. Die Formen könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Da könnt ihr euch noch selber irgendwie kreativ irgendwelche Formen bauen hier, je nach Anwendung, wo ihr fräsen müsst. Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Ich habe hier noch eine andere Variante auf dem Tisch liegen, ist vom 3D-Drucker. Aus dem 3D-Drucker hier raus kann man natürlich auch aus Holz bauen. Es ist einfach eine Platte, die dann hier an die Fräse passt. Hier verschieden hohe Klötze, die man drunter schrauben kann und schon kann man auch was flach fräsen. Funktioniert es hier aber bei diesem schmalen Holzstück nicht, weil ich hier nicht wirklich eine tolle Auflagefläche habe. Deshalb ist das nicht der Hit dafür. So Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch schöne Grüße aus dem Allgäu. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese 3 Jigs hier. Und lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und bis demnächst. Servus.